Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP und wie man im Bild sehen kann, ein Pavilion. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Und zwar hier, ziemlich schlecht zu lesen. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Generell kann man noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kann das Display dann tauschen. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und da gibt es eigentlich nur zu beachten, dass diese Schrauben hier etwas kürzer sind. Die sollte man also getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. So, was können wir noch sehen? Wir sehen hier unten ist ein Platzhalter für eine 2,5 Zoll HDD. Das ist bei dem Modell immer mit dabei.
und das heißt, man hat auch das Kabel und den Adapter gleich mit dabei. Hier sehen wir die beiden RAM-Slots, von denen einer ein bisschen überdeckt ist und in dem Fall auch leer. Hier drüben sehen wir die SSD, auch mit einer Abdeckung. Hier sind die beiden Lüfter und der Heatsink, der die CPU und die GPU kühlt. Und ja, noch eine Anmerkung zu der 2,5 Zoll HDD. Wenn man die tauschen möchte, eine einbauen möchte oder wie auch immer, die ist hier direkt mit dem Akku verschraubt. Also man muss den Akku auf jeden Fall erst rausnehmen, um an das Gehäuse dann ranzukommen. So, wo wir gerade beim Akku sind, um den rauszunehmen, muss man diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den einfach aus dem Gehäuse nehmen. Man muss nur ein kleines bisschen aufpassen. Die eine Nase ist so ein bisschen unter dem RAM. Das heißt, man zieht den eher unter dem RAM vor und genauso auch darauf achten beim Wiedereinbauen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Danach muss man noch das Kabel trennen, das den Akku mit dem Mainboard verbindet. Und das ist hier mit einem Kippschalter verbunden. Den klappt man zuerst nach oben, nicht einfach dran ziehen. Und dann kann man das Kabel aus dem Stecker ziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken, was manchmal ein bisschen friemelig sein kann. Dann den Stecker einfach wieder zuklappen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Dann kann man die Abdeckung abnehmen und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten. Dann kommt noch die Abdeckung oben drauf und dann kann man die wieder verschrauben. So, bei den Lüftern sieht es so aus, dass man die nur zusammen mit dem Heatsink tauschen kann. Und dafür muss man auf jeden Fall erstmal diese Kappen hier hinten abnehmen. Die werden durch diese 3 Schrauben hier gehalten. Und auch nochmal das Blech, was über den Lüftern selber ist, auch das muss man abschrauben. Und ja, hier sollte man sich prinzipiell wirklich merken, wo welche Schraube war. Gerade die beiden hier sind eben etwas kürzer. Also das heißt, alles getrennt aufbewahren und sich merken, wo was war. Die Kappe kann man so ein bisschen aufhebeln und dann nach hinten hin einfach abziehen. Das ist so eine kleine Drehbewegung. Und danach muss man, wie gesagt, das Blech auch noch abschrauben. Das wird von 3 Schrauben gehalten. Und genau, die braucht man eigentlich jetzt nicht gesondert aufzubewahren. Die sind gleich lang. Und ja, danach kommt man an den Lüfter ran, den man rausschrauben muss. Und natürlich muss man auch die Heatsinks oder den Heatsink selber auch noch rausschrauben. Und ja, nicht vergessen, natürlich auch das Lüfterkabel. Das kann man jetzt hier in dem Fall einfach nach hinten hin rausziehen. Am besten an der Seite anfassen und dann wegziehen. Und ja, auf der anderen Seite natürlich genau das gleiche Spiel. Auch hier muss die hintere Kappe weg und das Blech weg. Dann den Lüfter selber rausschrauben. Und ja, wie gesagt, ist ein bisschen Schraubarbeit, aber letztendlich geht das dann genauso schnell und gut. Das Lüfterkabel ist in dem Fall genau hier. Funktioniert aber genauso. Kann man einfach nach unten hin
rausziehen. Beim Zusammenbauen muss man nur darauf achten, dass man die Schrauben sich gemerkt hat, wo welche hinkommt. Und das Blech hier zum Beispiel hat auch so kleine Führungsnoppen. Das heißt, man kann das im Grunde genommen nicht falsch einbauen. Und ja, sobald man das dann verschraubt hat, muss man die Kappe wieder drauf machen. Und hier ist es so, ja, die ist so ein bisschen eingeformt. Und zwar genau so, dass man das eben von der anderen Seite über dieses Kabel, was hier ist, drüber schieben kann. Ja, genau dahinter hakt man das ein, so dass man das Kabel auch erwischt. Und dann dreht man das so ein bisschen nach vorne und drückt es wieder relativ fest auf das Gehäuse drauf. Man hört das auch, wenn das richtig einrastet. Dann knackt das. Genau so. Ja, wenn das richtig sitzt, das heißt auch bündig. Man sieht auch, dass die Öffnungen wieder genau über den Gewinden für die Schrauben sind. Ja, dann kann man das wieder verschrauben und ganz wichtig am Ende nicht vergessen, das Lüfterkabel wieder zu befestigen. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.